Was euch die Schule verschweigt, Episode 3. Hey Leute, wahrscheinlich habt ihr bereits die ersten 2 Episoden mit großem Interesse verfolgt. Vieles davon war euch sicherlich neu und unbekannt. Ähnliche spannende Themen werden wir auch in Zukunft bringen. Nun, ein solches Thema ist die weltweite Verwendung des Friedenszeichens oder Friedenssymbols, und zwar in dieser Form und Darstellung. Dieses Friedenssymbol oder Peace-Symbol solltet ihr ab jetzt nicht mehr verwenden. Was euch die Schule nämlich verschweigt ist, dass dieses Friedenssymbol tatsächlich genau das Gegenteil von Frieden bedeutet. Das Symbol steht für Tod, Unfrieden, Mord und Totschlag, weiteres für Terror und Krieg sowie für Hass und Disharmonie. Wow, jetzt werdet ihr euch wohl fragen, wie kann das nur sein? Es wird doch bei allen Friedensdemonstrationen und sonstigen Veranstaltungen verwendet und sollte deshalb automatisch für den Frieden stehen. Leider ist dem nicht so, wie ihr noch sehen werdet. Doch vorher muss noch etwas zur Entstehung des Symbols gesagt werden. Erstmals wurde das falsche Friedenssymbol im Jahr 1958 verwendet. In diesem Jahr wurde es von dem britischen Künstler Gerald Herbert Haldom entworfen. Er wollte hiermit ein Symbol für nukleare Abrüstung schaffen, indem er aus dem sogenannten Winke-Alphabet die Buchstaben N und D nahm. Das Symbol wurde von nun an bei den jährlichen Ostermärschen als Demonstration gegen die nukleare Aufrüstung verwendet, sowie bei weltweiten Friedenskundgebungen. Leider war dem Künstler anfangs nicht klar, dass mit diesem falschen Friedenssymbol genau das Gegenteil bewirkt wird. Ihm war also nicht bewusst, dass es bereits seit Jahrhunderten Symbole gab, welche Ähnlichkeiten mit seinem neu geschaffenen Zeichen hatten, die Tod und Zerstörung über die Erde bringen. Wie sehen aber diese Symbole aus? Es sind sogenannte Todesrunen und diese gleichen dem Original-Peace-Symbol oder sind diesem sehr ähnlich. Ein weiteres Beispiel ist das umgekehrte Schächerkreuz oder auch bekannt als Nerokreuz. Angeblich wurde der Apostel Petrus auf einem solchen Nerokreuz mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Aus historischer Sicht werden diese Symbole also bereits mit dem Tod in Verbindung gebracht und haben sich somit im kollektiven Bewusstsein der Menschheit abgelagert. Doch was kann man nun tun, um diesem falschen Friedenssymbol entgegenzuwirken? Die Antwort weiß jedes Kind, da es so simpel ist. Man verwendet ein richtiges Friedenssymbol. Aber wie sieht dieses aus? Denkt mal kurz logisch nach. Das Negative muss doch umgekehrt werden. Das bisherige Friedenssymbol muss also gedreht werden, sodass der nach unten gerichtete Baum oder das Kreuz nach oben zeigt. Hierdurch erhält man also einen Lebensbaum, der einen nach oben gerichteten Energiefluss darstellt. Der ursprüngliche Wert dieses Symbols hat sich nun umgekehrt und damit deutlich verbessert. Ein wahrheitliches und universelles Friedenssymbol sollte aber auch noch Harmonie, Ausgeglichenheit, Toleranz, Gleichwertigkeit und alle guten und positiven Werte des Lebens ausstrahlen und beinhalten. Ein solches Symbol ist das Geisteslehre- und Friedenssymbol. Dieses stammt von Billy Eduard Albert Meyer. Wie ihr aus den ersten Episoden sicher noch wisst, hat er in den 70er Jahren durch seine Kontakte mit den Plejaren eine UFO-Kontroverse ausgelöst. Gleichzeitig war dies aber auch der Beginn einer weltweiten Friedensmission. Gemeinsam mit den Plejaren, den Vereinsmitgliedern und Gleichgesinnten wird seit dieser Zeit regelmäßig eine weltweite Friedensmeditation durchgeführt. Zum Schluss sei noch gesagt, dass der Künstler Haldom sein Peace-Symbol bereits 3 Jahre später als negativ behaftet ansah und dieses mit Hoffnungslosigkeit in Verbindung brachte, wobei er daraufhin selbst das Friedenssymbol umgedreht hatte. Auch auf seinem Grabstein wünschte er sich das nach oben gerichtete Friedenssymbol. Leider wurde aus unbekannten Gründen seinem Wunsch nicht entsprochen. Zum Glück haben bereits weltweit Personen erkannt, dass das Friedenssymbol nach oben gerichtet sein muss und tragen mit der Verbreitung des richtigen Symbols dazu bei, dass es in der Welt ein bisschen mehr Frieden gibt. Salome, Frieden sei mit dir und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was euch die Schule verschweigt.